herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute wieder einen Tag machen, und zwar bin ich von der lieben Buch getaggt worden, und zwar zum Sommer Book Tag. Und da der Sommer sich ja doch so langsam verabschiedet, habe ich gedacht, wird es Zeit. Und deswegen fange ich auch gleich an. Erstens Urlaub. Ein Buch, das dich in Urlaubsstimmung versetzt. Da habe ich mir von Corinna Bohmann die Sturmrose ausgesucht, weil der spielt an der Ostsee, und kann man es so besser sehen, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist zu hell. Und der hat mir damals sehr gut gefallen, und ja, ich lese mal eben hinten vor. Seit Jahren dümpelt die Sturmrose im Ostseewasser. Trotzdem ist Annabel hingerissen, als sie den alten Kutter zum ersten Mal sieht. Für sie bedeutet er die Hoffnung auf eine neue Zukunft. Doch das Schiff hat eine bewegte Geschichte, die mehr mit Annabels Leben zu tun hat, als sie ahnt. Ja, das hat mir sehr gut gefallen und hatte, glaube ich, 4 Sterne von mir bekommen. So, das war das. Zweitens, ein Buch mit Meereswesen. Das ist mir sehr schwer gefallen, da ich ja Fantasy gar nicht lese, und ich habe jetzt ein Buch rausgesucht, was zumindest im Wasser ein Teil davon spielt, so dass da Meereswesen sein können. Und zwar ist das Der Sommer, in dem es zu schneien begann, von Lucy Clark. Da geht es nämlich darum, dass der Mann von, wie heißt sie noch? Der Mann von Eva beim also er angelt und fällt ins Wasser und wird halt nie aufgefunden. Und das ist das einzigste Buch, wo vielleicht Meereswesen drin vorkommen könnten. Also ein anderes hatte ich einfach nicht zur Hand. Dies hat mir auch sehr gut gefallen, hatte auch 4 oder 4,5 Sterne von mir bekommen. Dann drittens Sonnenbrille, ein Buch mit einer etwas düsteren Stimmung. Ja, ich weiß, ich habe das Buch schon relativ häufig gezeigt, aber dieses bedeutet für mich halt einfach eine düstere Stimmung. Und zwar das Dorf von Arno Strobel, weil in dem Ort oder in dem Dorf, wo er dann ist, der Hauptprotagonist, ist es wirklich düster, geheimnisvoll, einfach unheimlich. Und deswegen habe ich dieses Buch dann jetzt genommen. Das war für mich ein 5-Sterne-Buch. Ich habe das in einem anderen Tag schon erzählt. Ich war hinterher so fassungslos, dass ich noch eine Viertelstunde später so zu mir gesagt habe, das kann doch so nicht sein. Also das war doch nicht so. Also das war wirklich sehr überraschend, und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Viertens, Holi Festival, ein buntes Buchcover. Da habe ich mir dieses ausgesucht. Die letzten Tage von Rabbit Haze. Das ist allerdings noch ungelesen, weil ich mich an die Geschichte noch nicht so rangetraut habe. Hier geht es ja, wie gesagt, um Rabbit Haze, die 9 Tage hat, bevor sie sterben muss. Wobei, das finde ich irgendwie widersprüchlich, weil man weiß ja nie genau die Tage, die man noch zu leben hat, selbst wenn man krank ist. Und sie muss sich halt von der Familie lösen, von ihrer Tochter. Und das stelle ich mir sehr emotional vor, da meine Eltern ja auch an Krebs gestorben sind. Und das habe ich mir ausgesucht fürs bunte Cover. Dann 5. Gewitter, ein Buch, das dir nicht gefallen hat. Ja, das war die Enttäuschung des Jahres bisher für mich. Da hatte ich mich so drauf gefreut auf das Buch, und es hat mir gar nicht gefallen. Vielleicht mag ich dich morgen von Mairi McFarlane. Hat 3 Sterne von mir bekommen. Also die Story fand ich total interessant, aber ja, ob es am Schreibstil lag, ich weiß es nicht. Ich lese einmal eben vor. Wer hat eigentlich behauptet, dass es den Der und kein anderer Blitzschlag gibt? Anna weiß nicht, wie schön sie ist. Als Schülerin beeindruckte sie vor allem durch ihren Leibesumfang und die selbstgenähten Klamotten. Beides sicherte ihr die Rolle als beliebtes Mobbingopfer. Deswegen wird Anna auf keinen Fall bei dem Klassentreffen aufkreuzen. Anna weiß noch nicht, dass ihre Freundin sie überreden wird, hinzugehen, damit sie sich endlich ihrer größten Angst stellt. James weiß, dass seine Frau ihn betrügt.
Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll und ist leichte Beute, als sein Kumpel ihn zum verhassten Klassentreffen schleppen will. James wird dort Anna treffen und sie nicht erkennen. Er wird nicht wissen, dass die schöne Unbekannte diejenige ist, die er zu Schulzeiten bloßgestellt hat. Beide wissen nicht, dass sie das Leben des anderen verändern werden. Nicht heute, aber vielleicht morgen. Ich fand, das hörte sich total gut an. Und ja, aber war nicht meins. So, dann 6. Strand, eine lockerleichte Geschichte. Da habe ich mir ausgesucht Hummern im Herzen von Petra Hülsmann. Das habe ich jetzt im Urlaub gelesen. Ist halt wirklich eine lockerleichte Geschichte, ein typisches Frauenbuch, also jetzt nichts tiefgreifendes irgendwie, aber eine schöne Liebesgeschichte. Hat von mir 4 Sterne bekommen. So, 7. Sonne, ein Buch, das dein Herz berührt. Ja, und da habe ich mein Jahreshighlight wieder mal aus dem Schrank geholt. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch so schlecht zu sehen ist. Ich hoffe nicht. Das ist auf jeden Fall Über uns der Himmel von Christine Hamel. Auf jeden Fall 5 Sterne. Wenn ich mehr hätte vergeben können, hätte ich mehr vergeben. War mein erstes WC-Exemplar und dass das dann so ein Knaller wird, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Ja, hier geht's um Kate Waisman, die ist Witwe. Und die hat damals vor 13 Jahren mit ihrem Mann Patrick zusammengewohnt und er ist bei dem World Trade Center Attentat ums Leben gekommen. Und 13 Jahre später möchte sie wieder heiraten und hat aber einen realen Traum. Sie träumt das Leben, was sie mit Patrick hätte haben können, wenn er noch leben würde. Dort hat sie dann auch eine Tochter mit ihm. Ja, und das fand ich einfach total toll und ganz toller Schreibstil. Ich will auch auf jeden Fall noch den anderen Roman von der Autorin lesen, der vorher schon erschienen ist. Der heißt Solange am Himmel Sterne stehen, heißt der. Und also ich kann das hier echt nur empfehlen. 8. Sommer Begleiter, ein Buch, das du aktuell liest. Ist kein Sommerbuch, ist eher das Gegenteil. Mann ohne Herz von Camilla Grebe und Elsa Treff. Das sind Schwestern wohl, ein Autorinnen-Duo. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ich habe jetzt zwar noch nicht so viel gelesen, ich habe gestern angefangen. Hier geht es um einen Mord. Ein schwuler Mann kommt nach Hause und trifft seinen Lebensgefährten tot vor. In einer Schale liegt sein Herz und das wurde ihm halt rausgeschnitten. Und es geht hier um die Profilerin Siri Bergmann. Habe ich auch vorher noch nichts von gelesen, aber bis jetzt finde ich sehr interessant. Ja, mal sehen, wie das so ist. Da wird auf jeden Fall eine Rezi bald kommen. So, und das letzte Buch, 9. Eis, ein Buch, das im Winter spielt. Da habe ich mir eine tolle Vorweihnachtsgeschichte rausgesucht, also für die Vorweihnachtszeit. Und zwar Marco Leino, Wunder einer Winternacht, die Weihnachtsgeschichte. Ich habe sowohl das Buch gelesen letztes Jahr als auch den Film gesehen. Ich fand beides toll. Und das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Es ist halt so, wie die Weihnachtsgeschichte wirklich sein könnte. Ich lese mal vor, weil es ist ein ganz tolles Drumherum. Jede große Geschichte fängt klein an, die wahre Geschichte vom Weihnachtsmann. Hoch oben im Norden lebt der kleine Nikolaus. Ein tragischer Unfall am Weihnachtsabend hat ihn zum Waisenkind gemacht. Die Menschen im Dorf nehmen sich seiner an und schenken dem schüchternen Jungen Wärme und Geborgenheit. Ein Jahr darf Nikolaus bei jeder Familie bleiben. Wenn der Weihnachtsabend naht, nimmt ihn das nächste Haus auf. Voller Dankbarkeit schnitzt Nikolaus Jahr für Jahr heimlich Geschenke für all seine Geschwister. Doch als er zum bösartigen Tischlermeister Lisaki in die Lehre kommt, scheint sein neu gewonnenes Glück unwiderruflich vorbei, denn der bärbeißige alte Mann hasst Kinder. Ja, das ist das Buch. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das in der Weihnachtszeit zu lesen. Also fand ich ganz toll.
Ja, dann soll man eigentlich noch Urlaubsbegleiter taggen. Das lasse ich jetzt ausnahmsweise mal, weil ich denke, der Tag ist bald nicht mehr wirklich aktuell, da jetzt ja der Herbst kommt. Und deswegen, wer den Tag noch schnell machen möchte, kann ihn natürlich super gerne machen. Ich freue mich über jedes Video. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann erstmal im nächsten Video. Tschüss!